Jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt, und zwar zur Anatomie. Wie wahrscheinlich alle schon sehen, haben wir heute ein Schultermodell mit dabei. Es wäre mal ganz schön, wenn du uns mal so ein bisschen die Struktur, die Anatomie von der Schulter zeigst. Um was reden wir da eigentlich? Was ist das eigentlich alles? Klar, also ich habe euch so ein Schultermodell mal mitgebracht. Die Rotatormanschette selbst, die besteht aus 4 Sehnen. Wir schauen jetzt mal von vorne auf dieses Schultermodell drauf. Ganz vorne sitzt der Subscapularis-Muskel, der hier vorne am sogenannten Tuberculominus ansetzt. Dazwischen läuft dann die lange Bizepssehne hinunter. Wichtig auch zu wissen, weil die Patienten immer fragen, warum ist die jetzt auch beschädigt? Wenn eine der Sehnen hier vorne beschädigt ist, dann wird die Bizepssehne instabil. Dann oben schließt sich an die Supraspinatus-Sehne, die hier an dem Tuberculum ansetzt, genauso wie die hintere Sehne. Kann man jetzt vielleicht besser sehen, der Infraspinatus und der Teres minor. Und je nachdem, welche Muskeln kontrahiert werden, macht diese Sehnenplatte eben die Innenrotation beim Subscapularis, aber auch die Außenrotation bei den hinteren Anteilen, und der Supraspinatus hilft beim Heben des Armes. Was diese Sehnen aber vor allem machen, und ich denke, das kann man sich so vorstellen, wenn man so hier drauf schaut, die ziehen den Oberarmkopf in die Pfanne. Die Pfanne sieht man jetzt hier von vorne. Das heißt, wenn die Muskeln zusammenarbeiten, korrekt zusammenarbeiten, dann zentrieren die den Oberarmkopf in der Pfanne. Und das ist auch schon die wichtigste Aufgabe. Wenn das nämlich nicht mehr funktioniert, das heißt, wir haben, die Subscapularis-Sehne liegt schon am Boden, einen größeren Riss dieser Rotatorenmanschette, dann dezentriert der Oberarmkopf nach oben. Und dann ist der darüberliegende Deltamuskel nicht mehr korrekt vorgespannt und kann den Arm auch nicht mehr mit Kraft heben. Und spätestens dann ist es durchaus so, dass die Patienten auch einen Krafteinbußen, ein Kraftdefizit verspüren. Also vielleicht zu sagen, die Rotatormanschette ist wichtig für einerseits die Bewegung des Armes selbst, aber auch für das Zentrieren des Oberarmkopfes in der Pfanne. Erstmal vielen lieben Dank für die tolle Erklärung, vor allem auch an dem Modell. Ich glaube, somit können sich das die Patientinnen und Patienten und Zuhörerinnen und Zuseher auch gut vorstellen. Wir kommen jetzt mal zum Punkt Diagnostik. Wie ist denn der normale Ablauf für so einen Patienten, was die Diagnostik angeht? Da gibt es ja immer viele, viele Punkte. Wir haben auch mal recherchiert im Internet. Es reicht ein Ultraschall, der nächste wieder nur MRT, der andere nur Röntgen. Was sagst denn du, was ist denn dein Vorgehen? Bei uns ist es immer so, dass die Patienten erstmal eine ausführliche körperliche Untersuchung am entkleideten Patienten bekommen. Und wenn man da die einzelnen Bewegungsübungen mit ihnen macht, aktiv und passiv, prüft, wie gut ist denn die Schulterfunktion noch, und dann mit Muskelwiderstandstests diese einzelnen Muskeln testet. Also man kann den Patienten am gestreckten Arm quasi nach oben drücken lassen. Wenn da keinerlei Widerstand mehr kommt oder der Arm, wie wir sagen, beim Drop-Sein sogar schon nach unten fällt, aber passiv kann ich den Arm heben, dann ist schon relativ klar, dass der Motor da beschädigt sein muss. Und die klinische Untersuchung gibt jemandem, der das tagtäglich macht, eigentlich bei diesen Rotatorenmanschettenverletzungen einen ganz klaren Hinweis, in welche Richtung das geht. Und dann ist es bei uns so, dass sich eine Ultraschalluntersuchung anschließt. Für jemanden, der auf einem modernen Ultraschallgerät diese Untersuchungen jeden Tag macht, ist dann eigentlich schon klar, ist die Manschette gerissen, partiell gerissen oder ist die intakt. Also diese beiden Untersuchungen sind für die Primärdiagnostik ausschlaggebend. Das Röntgen, was du ansprichst, ist dann interessant, wenn das Ganze schon etwas länger besteht, wo das Röntgenbild nämlich eine Veränderung zeigen kann, nämlich eine, wir sagen, Defektarthropathie, also eine Veränderung der Knorpeloberfläche, eine Arthrose, die auf dem Boden einer Rotatormanschettenruptur entstanden ist. Das ist etwas, was man im Röntgenbild sofort erkennt. Ja, da steht der Oberarmkopf, so wie ich es eben beschrieben habe, nicht mehr zentriert in der Pfanne, sondern oben, reibt dann sogar gegen das Schulterdach bei den fortgeschrittenen Formen und entwickelt immer mehr einen Gelenkverschleiß. Das ist diese Defektarthropathie. Das MRT, sage ich mal, für die OP-Planung wichtig und für die Frage, wie weit ist der Riss und wie weit ist die Muskulatur geschädigt, wie weit ist die Sehne zurückgezogen, ist das Ganze noch sinnvoll reparierbar. Da ist sicher das beste Tool das MRT.